Neue Stichsäge, neues Video. Leute, wir schauen uns heute diese Stichsäge an von Bosch Professional. Ist ein neues Modell auf dem Markt und wir wollen in diesem Video einfach klären, was kann diese neue Stichsäge und lohnt sich die Anschaffung. Servus und herzlich willkommen bei Gipfelholz. Ich bin der Jens und Leute, ja, ich habe es getan. Ich habe mir die neue Stichsäge von Bosch Professional mal reingeholt, mal gekauft. Das ist die GSD 18V 155 SC und wir wollen einfach in diesem Video mal anschauen, lohnt es sich, diese Stichsäge hier anzuschaffen? Was ist neu im Gegensatz zum älteren Modell? Und vielleicht gibt es ja auch ein paar Nachteile, die wir dann vielleicht in diesem Video rausfinden werden. Und seid einfach gespannt und ich würde sagen, wir schießen jetzt einfach gleich mal los. Ich habe schon mal ein Video über diese beiden Stichsägen hier gemacht, diese Stabvariante und diese Bügelvariante. Dieses Video kann ich euch gern nochmal da oben hier nochmal verlinken. Da kriegt ihr einfach raus, was für euch besser ist. Es gibt nämlich auch das neue Modell auch in einer Bügelvariante und hier könnt ihr euch einfach mal anschauen, was Vor- und Nachteile von einem Stab ist oder halt von einer Bügelvariante. Das könnt ihr euch gern nochmal einfach anschauen. Gut Leute, dann schauen wir das Ganze uns mal im Detail an. Was wird denn mitgeliefert? Hier eine Staubabsaugung, eine Schutzhaube für vorne, zwei Sägeblätter haben wir noch dabei und ein Imbusschlüssel. Den Imbusschlüssel kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen. Schauen wir uns nachher im Detail an. Jetzt kommen wir erstmal zur Variante, Bügelvariante. Und zwar, ich habe es ja im anderen Video schon erklärt, was der Unterschied zwischen Bügel ist und Stabvariante. Und heute geht es ja um diese Stabvariante. Wir haben hier gleich mal einen Schalter für den Pendelhub hier, den wir mit 3 Stufen einstellen können. Wir haben jetzt hier bei der Variante ist es echt neu. Jetzt schauen wir uns noch mal die ältere Variante ein bisschen an. Ihr seht hier haben wir einen Taster, den müssen wir hier arretieren, im Endeffekt nach vorne klicken. Und der ist, ich fand jetzt hier bei der älteren Variante ein bisschen blöd angelegt. Weil, ich sage jetzt mal so, ich habe hier relativ wenig Platz für meine Hände hier unten drin. Ihr seht es gerade, diesen Unterschied. Ihr seht jetzt hier, wie viel Platz ich hier habe. Hier könnte ich auch mit Handschuhen arbeiten. Das kann ich jetzt in der Variante nicht, weil ich bin hier gleich an diesem Drehschalter dran. Also meine Hände, ich habe es nicht die größten Hände, da wird schon relativ eng. Also das ist schon mal eine große Neuerung, dass wir hier einfach bei der Variante viel mehr Platz haben. Des Weiteren ist ja auch der Schalter, wie gesagt, anders angebracht. Wenn ich jetzt zum Beispiel hier schalten will, muss ich die Säge eigentlich absetzen und muss sie anschalten, weil ich komme ja hier gar nicht mit meinem Finger hin. Ihr seht es gerade selber, wie soll ich hier an- und ausschalten bei dieser Variante, denn ich halte die Stichsäge ja so und da komme ich ja nicht hin, wenn ich den Finger hier ausfahre. Also ich muss sie dann irgendwie mal halten und ausschalten. Das ist jetzt in der neuen Variante nicht mehr der Fall. Ihr könnt es erkennen, dass der Schalter relativ weit vorne ist. Ich kann also hier halten und kann einfach dann den Finger hochtun und das Ganze ausschalten. Das ist jetzt auch kein Arretierungsschalter mehr, wie ihr da sehen könnt. Das ist ein Schalter hier, das sehen wir auch gleich nach mehr. Ihr müsst es eine halbe Sekunde gedrückt halten, erst dann geht die Säge an und der Schalter springt sofort wieder zurück. Jetzt kommt das Neue dran, was mir auch noch sehr gefällt. Ich meine, ich bin Rechtshänder, aber ich halte jetzt die gerade mit der linken. Ihr seht es gerade, ich kann hier mit der linken Hand auf der Seite einschalten und ich kann mit der rechten Hand auf der Seite einschalten. Also ihr seht es ist für beide Links- und Rechtshänder echt super geeignet oder für diejenigen, die einfach hier anschalten wollen und mit dem Daumen ausschalten wollen. Also das ist echt super, das gefällt mir an dieser Säge echt gut, denn bei der alten, hole ich nochmal her, seht ihr ja, ist nur auf einer Seite und der Schalter, ja, wie gerade eben erwähnt, ist nicht so toll angebracht und auf der anderen Seite haben wir keinen. Jetzt seht ihr hier noch einen kleinen Schalter, hier klein unten versteckt. Das ist jetzt auch noch was Neues und zwar, das sehen wir dann nachher beim Sägen. Und zwar hier haben wir einen Schalter, wo wir als Gebläse vorne anmachen können oder ausschalten können sogar. Kommen wir mal ganz kurz zu den technischen Werten. Und zwar haben wir hier einen Brushless-Motor drin. Ist echt cool. Der hat das ältere Modell nicht gehabt. Wir haben hier eine Hubzahl bei diesem Modell von 800 bis 3800 Hübe. Und zwar mit einer Hubhöhe von 26 mm. Das muss eigentlich einen richtig guten Vorschub haben. Das werden wir nachher sehen. Also von der Geschwindigkeit muss da um einiges gehen hier mit 3800 Hüben.
Wie gesagt, ein Pendelhub von dreifach, eine Schnitttiefe in Holz von 15,5 mm ist in der Angabe drin. Wir haben eine automatische Lastenerkennung, da kommen wir nämlich zu diesem Kontrollpanel hier oben. Ich habe jetzt mal einen Akku rein. Hier können wir nämlich eine automatische Lastenerkennung einstellen. Das werden wir nachher gleich nochmal sehen, was das genau ist. Wir haben hier eine Speedzahl, können wir wählen von 1 bis 6, die wir durchwählen können, oder diese Automatik. Und wir haben hier noch einen Schalter für Licht an und off. On hier unten kann man das Licht hier praktisch an- und ausschalten. Was mir gleich mal hier aufgefallen ist bei der neuen Variante, bei den älteren Varianten, der Sägeblattwechsel. Der ist jetzt hier komplett anders. Ich zeige es euch nochmal, wie es bei der alten Variante war. Und zwar, ich nehme einfach hier dieses Sägeblatt hier rein, steck's, drück und es arretiert hier mit diesem kleinen Schalter. Zum Öffnen fällt euch jetzt gleich was auf, und zwar ist da eine kleine Sprungfeder drin und katapultiert, kann ich es noch aussprechen, dieses Sägeblatt hier direkt raus. Also ihr seht, wenn ich das umlege, zack, und dieses Sägeblatt fällt richtig raus und es wird ein bisschen rausgeschossen. Bei der Stabvariante war es noch anders, und zwar, da habe ich hier sehr schlecht an den Hebel hinkommen können, um das zu öffnen, wenn ich diesen Bügel hier dran habe, und deshalb war das hier auch relativ schwer. Gut, jetzt ist es irgendwie, ich sage jetzt mal, da kann man sich ein bisschen drüber streiten. Ich habe es eher mit dieser Feder mögen, aber bei der neuen Variante ist es jetzt ganz anders. Ich habe hier einen ganz großen Hebel und hier wird dann das Ganze arretiert. Muss ich öffnen, muss dieses Sägeblatt hier reintun. Alles gut soweit, das passt. So, jetzt ist es aber so. Viele sagen, es springt einfach raus, oder das heißt, wir haben jetzt keine Feder mehr drin und es fällt einfach raus. Das wollen wir aber mal probieren. Ich habe es nicht zu eng gespannt, also ich habe hier noch Luft. So, ich mache jetzt auf und das Sägeblatt fällt nicht raus. Also bei mir in dem Fall fällt es nicht raus, es ist fest. Deshalb müsste ich theoretisch an das Sägeblatt hinfassen und müsste es ganz leicht rausziehen. Aber das Sägeblatt kann ja heiß sein. Also in diesem Fall, ich habe es in einem anderen Video gesehen, der macht hier einfach auf und es fällt hier raus. Aber das ist bei mir nicht der Fall. Und wir kommen gleich nachher nochmal drauf zu sprechen. Ich kann hier noch was einstellen und ich habe hier schon noch Luft, dass das hier wirklich rausfallen sollte. Also das ist mir jetzt aufgefallen, dass das hier in diesem Fall nicht so ist, dass bei mir das Sägeblatt hier rausfällt. Doch, jetzt ist es draußen. Aber ich sage jetzt mal, da muss ich ganz schön schütteln. Gut, kann man sehen, wie man will, ob es jetzt positiv, negativ ist. Der eine mag es so, der andere mag es so. Ich mag es eher, ich persönlich mag es eher, wenn das Sägeblatt einfach raus, ja, geschossen wird. So ganz leicht. Jetzt kommen wir zu einem ganz großen Vorteil, was ich euch gerade hier gesagt habe mit diesem Backen. Ich habe die zu eng gespannt. Nein, habe ich nicht. Ich habe hier nämlich 2 Backen. Und zwar ist es die Sägeblattführung und die finde ich einfach total gigantisch, einfach nur. Jetzt schaut mal bei den älteren Varianten an, wie ich hier die Sägeblattführung habe. Ihr kennt es bestimmt mit dieser kleinen Rolle hier, die hier einfach hinten angebracht ist. Aber ich sage jetzt mal so, ich habe hier einfach, ihr seht es selber, ich habe hier einfach Spiel. Und das ist gerade bei Kurvenschnitten oder so, da biegt sich das Sägeblatt ein bisschen und es kann sich einfach hier ein bisschen verbiegen. Wenn ich gerade diese Kurven mache, wenn ich mehr Geschwindigkeit fahre, kann sich's verbiegen. Und das ist jetzt hier, ihr seht es jetzt gerade toll. Und zwar kommen wir jetzt zu diesem Imbusschlüssel, der mitgeliefert wird. Ich habe hier eine kleine Öffnung hier drin, seht ihr, da kann ich einen Imbusschlüssel einführen. Und ich kann hier diese kleinen Backen hier, könnt ihr die erkennen, diese kleinen Backen hier links und rechts, die wirklich das komplette Sägeblatt hier umschließen, kann ich hier bewegen, kann sie, je nach Sägeblattstärke, kann ich sie einstellen. Also wenn ich jetzt hier komplett aufdrehen würde, ihr seht, ich habe auch ein riesengroßes Spiel, aber wenn ich dieses jetzt hier näher dran bringe, so dass es nicht groß schleift, aber dass ich hier einfach eine richtig super tolle Führung habe, dann passiert hier gar nichts. Ihr seht, ich kann das Sägeblatt trotzdem noch nach vorne bewegen, ist überhaupt kein Problem, also es schleift nicht groß, aber ich habe hier wirklich eine absolut seitliche Führung und hier bewegt sich echt nicht mehr viel hier. Also ich habe hier wirklich echt super präzise, dass das Sägeblatt hier auch nicht, ja auch bei höheren Geschwindigkeiten hier rumflattert oder sonst irgendwas macht. Was ich jetzt gleich mal sagen muss dazu, mit einer Stabvariante kann man keine 45 Grad sägen. Man kann hier diese Platte hier unten nicht bewegen. Aber jetzt, Leute, seid mal ganz ehrlich. Wer von euch, könnt ihr gerne mal unten in die Kommentare reinschreiben, wer von euch nutzt bei einer Stichsäge, bei einer Handstichsäge hier
Kennst du das ja, könntest du 45 Grad hier einstellen vom Winkel her. Wer nutzt das? Ich weiß es nicht. Also ich habe das in meinem Leben noch nie gebraucht, dass ich mit einer Stichsäge hier einen 45 Grad Winkel säge. Also ich bin da lieber sicher mit einem festen Schlitten. Und mit diesem festen Schlitten habe ich definitiv immer hier die Möglichkeit, immer im 90 Grad zu sägen. Also sollte die Führung natürlich gut sein. Da kann ich immer 90 Grad sägen und nicht Angst haben, dass die Säge ein bisschen verstellt ist und dann doch nicht gerade sägen kann. Also könnt ihr gerne mal unten in die Kommentare reinschreiben. Vielleicht täusche ich mich auch. So Leute, wir werden das nachher gleich mal in den Sägetest gehen. Wir werden die Staubaufsaugung probieren, wir werden das Gebläse mal vorne probieren und wir werden einfach mal schauen, ob wir da hier im 90 Grad Winkel wirklich top sägen können, wie schnell wir gehen und vor allem auch mal Hartholz sägen. Ich werde dazu auch frische Sägeblätter hier verwenden. Das sind spezielle von Bayerwald, die kann ich euch auch nochmal verlinken. Ganz ehrlich, ich bin da voll begeistert von diesen Sägeblättern hier, denn die haben eine ganz spezielle Form. Ich könnt ihr wahrscheinlich jetzt gar nicht so richtig erkennen hier. Und zwar gehen diese Sägezähne in diese Richtung und hier in diese Richtung und das ist so ein leichten Bauch da drin. Da habe ich festgestellt bei meinen Schnitten, dass ich mit diesem Sägeblatt am saubersten ohne Ausrisse sägen kann. Also das ist gigantisch, kann ich euch unten nochmal verlinken. Probiert sie einfach mal aus. Also ich persönlich bin da voll begeistert drum. Also wie gesagt, jeder kann das natürlich verwenden, wie er will. Wir haben hier 2 frische Sägeblätter und die werden wir jetzt einfach da mal hier im Test verwenden. So, wir werden jetzt einfach mal hier dieses beschichtete Brett hier auch mit diesen Sägeblättern einfach mal hier schöne Kurven schneiden und werden einfach mal was probieren. Dazu habe ich hier meine Vakuumplatte aufgebaut. Wer das Video nicht kennt, echt ein geiles Ding. Werde ich euch nochmal hier verlinken. Ist richtig cool. Und da kann ich jetzt hier zum Beispiel, wie spannt ihr sowas zum Beispiel ein, wenn ihr sowas sägen wollt, irgendwie runterspannen oder so. Nee, muss ich nicht machen. Ich muss das nur hier auf meine Vakuumplatte drauflegen, mache sie an. Die funktioniert mit Druckluft, ist auch noch richtig cool. Und schaut mal, wie stabil das Ganze ist. Also, bewegt sich gar nicht mehr hier groß. Echt nicht brutal. Und ich kann jetzt hier richtig schön sägen. Also Leute, schaut das Video an. Ist echt ein cooles Gadget, das ich jetzt wirklich echt lieben gelernt habe. Geil. So, also werden wir jetzt einfach mal schauen und hier einfach mal loslegen. Und ich mache dann das Gebläse an und wir werden gleich mal sehen, wie viel das hier weghaut. Ach ja Leute, ich habe das Ganze jetzt hier auf Automatik gestellt. Jetzt werdet ihr gleich schauen, was hier passiert. Das ist ja die automatische Lasterkennung. Sobald ich, die Säge startet in einer langsamen Geschwindigkeit, sobald ich ein bisschen Last drauf kriege, geht das Ding richtig ab. Und ihr werdet gleich sehen, dass die Geschwindigkeit automatisch hochgeschalten wird. Aber erstmal die Druckluft, die Vakuumplatte anmachen, damit das Holz richtig gut hält. So, ihr seht selber, das Ding hält. Und jetzt schaut mal, was mit diesem Gebläse passiert. Ich lege jetzt hier mal ein bisschen Späne hin und das Ding ist wie ein Laubbläser, kann man fast schon sagen. Ich schalte sie mal an. Leute, was haltet ihr von dieser Vakuumplatte? Also ich finde es jetzt für die Werkstatt echt richtig cool. Und das Ganze mit Druckluft betrieben. Ich brauche nicht mal hier eine Pumpe oder so, eine Vakuumpumpe, sondern hier nur dieses kleine Zwischensteckteil und das Ding ist fest und ich muss es nicht irgendwo kompliziert aufspannen. Solche Platten hier, solche großen. Aber Leute, ja, ich weiß, darum geht es nicht. Wir wollen uns natürlich jetzt nochmal weiter hier die Säge anschauen. Ihr habt es jetzt gerade gesehen, das ist fast ein Laubbläser, kann man fast sagen. Also ich kenne es ja noch von anderen Maschinen, von ganz alten Maschinen, die ich noch da habe. Da bist du dann immer da gehockt und hast dann immer Blasen, dass du dann hier siehst, wo du hinsägst. Das Ding bläst wie die Sau, ganz ehrlich. Und mir ist es im Endeffekt wurscht, wenn ich hier ein bisschen Späne habe. Aber wir wollen das Ganze natürlich jetzt auch mal testen mit dieser Absaugung. Und zwar, das ist ja mitgeliefert. Ihr braucht aber noch einen Adapter dafür. Den kann ich euch auch noch mal unten verlinken, der dann hinten drauf passt. Und jetzt ist mir aber eins aufgefallen, Leute. Das finde ich jetzt... Ja, ich sage jetzt mal, vielleicht ist es Jammern auf hohem Niveau, aber ihr seht ja, diesen Adapter, den kann ich hier hinten reinstecken. Der arretiert da hinten dann, ist dann fest mit diesem Hebel hier. Kann ich auch wieder lösen. Und zwar, jetzt ist mir aufgefallen, schaut's mal.
ich muss vorher bestimmen, wo der Hebel oder diese Absaugung hinkommt. Links oder rechts. Also das ist jetzt irgendwie, was mir persönlich jetzt nicht gefällt. Der Akku kommt zu weit runter. Deshalb heißt, ich muss immer vorab bestimmen, wo ich jetzt säge. Wenn ich jetzt hier mal so einen Kreis säge, dann stört mich der Schlauch hier ein bisschen. Zum Probieren empfehle ich euch definitiv, diesen Schutz drauf zu machen. Der schaut stabil aus, aber ich bin mal gespannt, wie lange er hält. Und den müsst ihr dann hier irgendwie draufklicken, müssen wir mal schauen, wie rum er gehört. So rum gehört er, den klickt ihr hier drauf und dann macht ihr hier nochmal dieses andere Plastikteil hier unten rein und dann haben wir hier ein bisschen ja, ich sage jetzt mal ein bisschen mehr Vakuum, das erzeugt wird, dass es halt hier nicht so viel anderweitig Luft ansaugt, sondern dass es soll ja die Späne abgesaugt werden. Also probieren wir das Ganze auch nochmal. So, ihr konntet gerade sehen, also ich bin persönlich der Meinung, es hat super toll abgesaugt. Eins habe ich noch vergessen, ihr müsst das Gebläse ausmachen, dass es halt dann wirklich hier schön absaugt und nicht dann kontraproduktiv ist, hier saugen, hier blasen. Nee, also ausmachen hier das Gebläse und ich habe zu jeder Zeit gesehen, wo ich hinsäge, ist alles gut, aber ich bin persönlich jetzt wirklich der Meinung, ich mag keine Absaugung, gerade mal hier, weil der Schlauch sich nicht bewegen lässt nach hinten, so um die Kurve rum, denn wenn ich jetzt Kurven fahre, für einen geraden Schnitt überhaupt kein Problem, aber wenn ich Kurven fahre, mal ganz ehrlich, schaut's mal, wie das hier hinten rum starr ist. Also mir persönlich, ich bin eher derjenige, der dann die Werkstatt unten sauber macht, das, was ich gesägt habe und gut ist. Da brauche ich jetzt hier nicht groß absaugen. Aber es kann natürlich Leute geben, die stehen auf Absaugen, da müsst ihr aber halt wissen, dass das Ding hier nicht wirklich bewegbar ist. Also nicht auf die andere Seite bewegbar ist. Aber gut, wie gesagt, ist vielleicht Jammern auf hohem Niveau. Ich brauche die Absaugung eh nicht. Leute, schreibt's mal unten in die Kommentare rein, was ihr für Leute seid hier. Und zwar seid ihr eher so die Bläser, die alles wegblasen müssen an ihre Stichsäge, oder seid ihr eher halt so die Absauger, die dann hinten noch einen Absauger dran machen. Wie gesagt, ich bin's nicht. Ich bin dann eher halt jetzt hier mit dieser Maschine eher so der Laubbläser, kann man fast schon sagen. Aber gut, schreibt's mal unten rein, würde mich mal interessieren. Ich habe hier noch schöne dicke Eiche hier liegen, ein richtig dickes Teil hier, und wir werden das da mal hier einen schönen Schnitt hier machen, einfach mal einen geraden Schnitt, um zu schauen, ob das Teil auch jetzt hier im 90-Grad-Winkel ist. Werden wir mal ein Stückchen absägen hier, und ich glaube mal, wir werden auch einen Geschwindigkeitstest machen, weil wir haben ja hier deutlich mehr Hübe, wir haben ja 3800 Hübe. Und wir werden da einfach mal jetzt schauen, ob wir von der Geschwindigkeit hier auch einiges besser durchkommen, weil ich werde jetzt auch mal nach die alte verwenden. Ich werde dafür auch beide gleiche Sägeblätter verwenden, damit wir hier eine gleiche Chance haben und einen gleichen Akku natürlich dazu. So, 85 mm Eiche. Jetzt schauen wir mal, wie wir da durchkommen, und werden es einfach mal loslegen. So, jetzt schaut's mal, ich habe einen Schlosserwinkel dran. Jetzt schaut's mal, das ist echt brutal. Ich habe hier echt einen absolut genauen 90-Grad-Winkel. Ist Wahnsinn. Gibt's da das mal? Das ist ja Wahnsinn. Also echt, auch bei dieser dicke Eiche hier durch, es ist wirklich durchgegangen wie Butter, kann man echt schon fast sagen. Also echt gigantisch. Und man sieht hier echt absolut gar nichts. So, das Ganze werden wir mit dem Vorgängermodell auch nochmal probieren. Ich habe den gleichen Akku drin und ich habe das gleiche Sägeblatt drin hier, und werden jetzt nochmal durch die Eiche durchfahren und schauen wir mal, ob wir da einen schönen Schnitt hinkriegen. Und vor allem von der Geschwindigkeit her.
Boah, Wahnsinn, Leute. Also gefühlt, jetzt nur mal gefühlt, ich werde es nachher sehen, wenn ich das dann drübereinander lege. Gefühlt habe ich doppelt so lange gebraucht hier für diesen Schnitt hier. Also ich muss schon sagen, diese Hubgeschwindigkeit, diese Sägegeschwindigkeit, was ich hier habe, das ist brutal, wie die durchpowert, hey. Wahnsinn. Also ich bin mir jetzt echt... Ja gut, kann mich auch täuschen, aber wir werden es nachher sehen. So, legen wir den jetzt mal an hier. Taschenlampe und... Also unten passt perfekt. Oben haben wir jetzt einen Spalt. Seht ihr das? Okay, das wundert mich jetzt auch gerade. Aber, und hier haben wir noch ein bisschen größeren Spalt. Also gut, man sieht, diese Führung, diese Sägeblattführung bringt einiges, weil das hat sich jetzt ein bisschen verzogen. Nicht an allen Stellen. Hier ist es eigentlich nur hier oben. Hier ist es perfekt. Na, ganz unten ist es noch mal ganz leicht. Aber hier ist es super. Und hier auch ganz leicht unten. Also man sieht, diese Sägebandführung bringt einiges. So Leute, ihr habt es ja gerade gesehen, wie diese Säge hier durch diese Eiche geballert ist. Es ist auch echt Wahnsinn. Also das ist echt massive Eiche hier und das Ding ging durch wie Butter. Gleiches Sägeblatt, gleicher Akku, gleiche Geschwindigkeit. Nein, Hubgeschwindigkeit ist natürlich hier anders, aber die ging ja richtig durch. Und vor allem, was mir auch so sehr gut gefällt, das ist hier diese Sägeblattführung. Also ich habe sie noch nicht besser irgendwo gesehen. Ihr kennt es von anderen Stichsägen. Da ist unten halt diese Rolle dran, ist auch weit unten angebracht. Aber diese Rollen, ich persönlich, da schwingt das Blatt doch ein bisschen mehr, weil das schwingt sich ja dann so auf. Und mit diesen Backen hier, die wirklich über das komplette Sägeblatt gehen, muss ich sagen, also die berühren das Sägeblatt nicht, aber du hast hier echt eine bessere Führung, muss ich sagen. Und das Sägeblatt ist relativ, ja, ich habe es jetzt gerade gesehen, 90 Grad Winkel, überhaupt kein Problem zum Schneiden. Was mir nicht dran gefällt an der Säge, ist die Absaugung. Ich bin kein Absauger, mich persönlich stört es überhaupt nicht, denn ich saug nicht ab. Aber für die Leute, die absaugen wollen, ihr müsst bedenken, ihr müsst vorher die Absaugung reinmachen und von der Seite könnt ihr nur absaugen. Das Problem ist natürlich, wenn ihr dann sowas macht hier, dann habt ihr echt das funktioniert nicht wirklich gut. Die Absaugung funktioniert gut, aber es müsste anders geregelt sein, dass man hier unter dem Akku durchkommt, dass man das Ganze hier ein bisschen bewegen kann, wenn man hier Kurven fährt. Aber wie gesagt, mich stört es nicht. Jetzt habe ich vorhin noch was erwähnt mit dem Sägeblatt. Mir gefällt es ja ein bisschen besser hier, dass das Sägeblatt hier bei den älteren Modellen rauspoppt. Jetzt wollen wir es da nochmal probieren. Ich will noch mal eine Chance geben. Ja doch, es kommt schon raus. Man muss ab und zu mal vielleicht ein bisschen wackeln dran. Ist okay. Also es ist für mich kein... es hat gerade super funktioniert. Es ist für mich kein K.O.-Kriterium der Säge, dass das Sägeblatt jetzt doch... Nee, also jetzt funktioniert es. Vielleicht liegt es am Verschluss irgendwo, dass das hier am Anfang noch ein bisschen streng war. Aber es hat ja gerade funktioniert. Also da muss ich den Punkt so ein bisschen zurücknehmen. Mich persönlich... Ich mag halt ungern an ein heißes Sägeblatt anfassen, wenn es nicht rausgeht. Aber wir haben es gerade gesehen, es geht raus. Also doch alles gut. Ansonsten die Griffposition finde ich echt mega. Ich habe hier definitiv einfach mehr Platz. Man sieht es hier. Ich habe hier sehr wenig Platz. Ich bin hier immer an dem Rädchen dran. Und mit Handschuhen ist es noch schwerer. Ich habe hier selbst mit Handschuhen richtig viel Platz hier, das Ganze zu halten. Also ich finde jetzt hier die Halteposition deutlich verbessert. Ja, ich werde euch natürlich die Maschinen unten verlinken. Es gibt ja zwei Varianten. Einmal hier diese Stabvariante, einmal diese Bügelvariante. Habe ich jetzt leider nicht da, aber ich werde es euch trotzdem unten nochmal verlinken. Und wer Stab oder Bügel mag, dieses Video habe ich ja auch schon erwähnt, könnt ihr ja gerne nochmal anschauen. Der Unterschied zwischen Bügel und Stab. Und das muss jeder natürlich für sich selber entscheiden. Aber so, jetzt kommt's. Für wen ist diese Maschine eigentlich gedacht? Wer braucht diese Maschine? Also ich bin jetzt mal ganz ehrlich, der Hobbyheimwerker, der zweimal im Jahr irgendwas sägt, außer es ist einfach werkzeuggeil, der braucht diese Säge ehrlich gesagt nicht, weil da haben wir natürlich, kauft euch da eine Billigsäge irgendwo, gar kein Problem, habt ihr natürlich einen riesen Qualitätsunterschied, aber wer zweimal im Jahr was sägt, oh mein Gott, Gottes Willen, so günstig ist es jetzt auch nicht, aber ich sage jetzt mal, wer auf Qualität steht und wer wirklich öfters sägt wie ich, der braucht so ein Ding einfach. Also ich bin jetzt richtig begeistert von dieser Maschine.
Aber das kann natürlich jeder für sich dann selber entscheiden. So Leute, ich glaube, ich habe alles erwähnt an der Säge. Ballert doch mal alles unten in die Kommentare rein, würde mich da freuen, was ihr darüber denkt. Und vielleicht auch, was ihr für Sägen habt oder sonst irgendwas. Ballert da einfach alles rein. Das würde auch den Kanal unterstützen. So, lasst ein Abo da, lasst einen Daumen da, wenn ihr das nicht gemacht habt. Und ich würde einfach sagen, schöne Grüße aus dem Allgäu. Bis demnächst. Servus.